Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video wollen wir das Volumen von einem Zylinder ausrechnen. Ich habe hier mal einen Zylinder gezeichnet und ihr wisst, Zeichnen ist nicht meine Kernkompetenz, aber man erkennt, glaube ich, dass die Grundfläche ein Kreis ist oder eben sein soll. In unserem Fall hier der Radius 3 cm ist und der ganze Körper ist 20 cm hoch. Bekommen wir hin. Und das Erste, was wir brauchen, das ist die Formel. Ohne die geht es nicht. So. Und das Volumen vom Zylinder ist nichts anderes als die Grundfläche mal die Höhe. Die Formel müssen wir jetzt noch ein bisschen aufstückeln, weil in diesem Fall die Grundfläche ein Kreis ist, ersetzen wir g jetzt durch Pi mal r Quadrat, das kennen wir als Fläche vom Kreis, und dann mal h. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Das Volumen vom Zylinder ist also Pi mal r, in diesem Fall 3 cm. Das Ganze rechnen wir hoch 2 und das Ganze mal h, in diesem Fall 20 cm. So, und jetzt ist eigentlich auch schon der Taschenrechner dran. Auf geht's. Pi mal Radius 3 hoch 2 mal die Höhe 20. So, und das sind 565,49. 565,49. Ja, 49 was denn? Und da schauen wir mal. Hier ist ein Zentimeter hoch 2, also Zentimeter hoch 2. Hier ist nochmal Zentimeter, also Zentimeter, Zentimeter und Zentimeter macht Zentimeter hoch 3. Und das macht natürlich auch Sinn, weil das Volumen natürlich in Kubik angegeben wird. So, und jetzt habt ihr eine Beispielaufgabe gesehen. Und ihr merkt euch bitte, die Formel ist G mal H, wie im Prinzip für alle Körper, wenn man das Volumen berechnet. Entscheidend ist hier natürlich, dass man die Grundfläche durch den Kreis ersetzt und dann einsetzt. Manchmal will euch der Mathelehrer ärgern. Dann gibt er nicht R an, sondern D, den Durchmesser. Und da müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr vorher Durchmesser geteilt durch 2 und das ist dann Radius. Und den Rest macht der Taschenrechner. Tja, und jetzt wisst ihr, wie man das Volumen von einem Zylinder berechnet. Okay, das war's.